Und hallo zurück. Dann setzen wir mal unseren Dialog mit ihr fort. Aber erstmal möchte ich gucken. Ich habe doch noch nicht alle Sinneswahrnehmungen hier abgeklappert, die ich haben kann. Ich habe noch 2 weitere Gerüche, die ich hier irgendwo im Raum finden kann. Aber wo? Wo der Kuchen war? Wait a minute. She's not the one who smells like that. That's where Bobby Yale's scent is coming from. Von diesem Tisch. So, that's why you were sitting there. What? I don't know what you're talking about. Yes, you do. Could you step aside so I can check, please? Please go. Mary, for Christ's sake, put that knife down, would you? Leave or I'll... You know I could take that knife from you if I wanted to, Mary. I mean it. I don't want to hurt you. Leave her alone! Bobby! Oh. Was war jetzt? Was kann ich machen? Ich habe eine optische Wahrnehmung, die ich hier irgendwo finden kann. Ich habe sie nicht gefunden. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Was kann ich denn hier sehen? Ah. Hier, da ist die Krümel. Ich verstehe es nicht. Überm Tablett. Warum mache ich zu langsam? Hier am Tablett irgendwo. Hier kann ich was sehen. Ja, wo denn? Zum Teufel. Ich kriege hier Prügel ohne Ende. Ah. Wo ist denn hier was? Da. Brett. Und jetzt? Ah, toll, ja. Das X sollte ich nehmen. Toll. Ich muss noch mal versuchen. Jetzt weiß ich auch wenigstens. So, jetzt. Ich bin nicht schnell, ich bin nicht gut in sowas. So. So, danach Y. Zum Glück bleiben die immer gleich. Schnell hoch. Sag mal, ich war schnell genug mit dem linken Stick nach oben. Jetzt war ich schnell genug. Was jetzt? Wo habe ich ihn jetzt irgendwo gepackt? Wo man ihn nicht packen sollte? Nein. Er hat sich übernommen. Bobby! So darf ein Profiboxer aber nicht down gehen. Do as I say. Go on, call an ambulance. Do it now. Heart In the attack? face of a heart attack, there's 2 things you can't forget. Was? 2 Dinge. Erstmal muss ich eins sehen. Nämlich hier, wo Herzmassage. 1, stay calm. 2, 1 chest compression per second. 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. 4 Mississippi. 5 Mississippi. Das war rot.
die rote Farbe an der mache ich es jetzt richtig oder nicht? 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. 4 Mississippi. 5 Mississippi. 6 Mississippi. 7 Mississippi. Oh. Bobby. Oh, Bobby. Thank you, Bobby. Bobby. Thank you. I had lots of reasons to consider this a great day. I had investigated a suicide case. I had discovered that, in truth, we were dealing with a murder. I had found and captured the prime suspect. And I had saved a life. And yet, everything in me screamed that something was going wrong. Terribly wrong. Ein Profiboxer mit Herzproblemen vor seinem großen Kampf, das stinkt doch zum Himmel. Promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. I want a gun! What the hell? Bang, bang, bang! A fair amount of violence, extortion, and casualties. I hate detectives. Bang, bang, bang! You're dead meat, cat. That you, Smirnoff? You seem agitated. Nightmare? Yeah, I have a lot of those. Yeah, that makes 2 of us. Anyway, why don't you go home? In his current condition, Yale's not going anywhere. Besides, we'll take it from here. Who is that? Can we trust him? I know how to pick my men, John. You? I'm not so sure. You promised me you wouldn't intervene. Das habe ich nie versprochen. If I hadn't intervened, Bobby Yale could be dead. If you had warned me, maybe we could have avoided a heart attack. Anyway, what's done is done. Zippo. Kein Benzin mehr drin. Oh doch. When exactly did you realize that he killed Dunn? Out of sheer curiosity. I'm a cop after all. Ich bin mir immer noch nicht sicher. To be honest, I'm not so sure Yale killed anyone. How about the motive? Any ideas? Ich bin mir nicht sicher. I've got several theories, but that's about it. In any case, hopefully Yale will tell us more. Would you let me ask him some questions when he wakes up? I know you will, with or without my permission, so I'd rather not feel betrayed. In exchange, drop by the station when you can. Your investigation could really help my men. Who, by the way, must be waiting for me to interrogate Mary Purnell. Boy, she was hard to pry from Yale's side.
She's been through a lot in the past days. Be nice to her. Of course. In spite of it all, we're not just vigilantes. And as for you, go get some rest. God knows you need Ich it. weiß immer noch nicht, ob ich diese Neffentheorie glauben soll. I can't promise anything. Tell the nurses to look at that face of yours. You look like a film detective in his last scene. I'm afraid this film isn't over yet. For your sake, I hope you're wrong. You're in charge now, officer. Okay. I'll send you relief in 6 hours. Understood? Doctor, Who are? Oh, detective. Congratulations. You fared pretty well against that kid. Better than most would have. Now, if you'll excuse me. do I look like I fared well to you? Ja. 2 Dinge kann ich durch Betrachtung ergründen. Und eine, ich habe doch gerade einen Hinweispfeil gesehen irgendwo. An ihm. Seinem feinen We, Näschen. as a society, simply don't trust reptiles. But that's not the real problem. The real problem is our extended belief that there's logic to that distrust, that it's natural and well-founded. Und wo finde ich noch irgendwas? Er ist ein Reptil. We, as a society, Ja, das simply wissen wir don't schon. trust reptiles. But that's not the real problem. The real problem is our extended belief that there's logic to that distrust, that it's natural and well-founded. Es geht nicht nur um schwarze Fellfarben oder Hautfarben. Auch andere Dinge führen zur rassistischer Diskriminierung, wie es aussieht. So, ne, da unten irgendwo war noch was. Wo ist denn? Die Pflanze wird es ja wohl nicht sein. Es muss irgendwas am Doktor sein, was ich hier noch betrachten kann. So, da geht es doch nach links unten. Sein Namensschild. Dr. Palmer. Und was schließe ich daraus? How's Yale? Is he awake? Oh, yeah. Go check on him before he falls asleep again. Although, try not to bother him with too many questions. Wird er in 2 Wochen für den Will Kampf he fit be ready sein? to fight in 2 weeks? It's too soon to tell. He did have a heart attack after all. Ich glaube, Heart Attack ist eigentlich mit Herzinfarkt zu übersetzen. Herzanfall gibt es im Deutschen eigentlich gar nicht. Dr. Palmer empfiehlt, dass er sich nach seinem Anfall, wie auch immer, ausruhen soll. Go away. I don't want to see you. The doctor told me to sleep. Oh, und da wird munter geraucht. I rarely get to interrogate a suspect with his guard down in a place as quiet as this. Getting the chance to study his body language with no distractions is a rare gift. Na dann wollen wir unsere Katzensinne spielen lassen. Es gibt etwas zu hören und es gibt 2 Dinge zu sehen. Seine Atmung ist wahrscheinlich zu hören. His heart rate is increasing. It could mean that he's lying, but it could also just be pure, unadulterated rage. Okay, ich habe nicht seine Atmung gehört, aber seinen Herzschlag. Sehen kann ich 2 Sachen. Und zwar einmal seine Hand. He's clenching his fist, a sign of contained anger. Daher also der beschleunigte Puls scheint auch eher auf Wut hinzudeuten. Was sagt mir sein Auge? He's looking straight at me. If he couldn't hold my stare, I'd think he's lying. But that's not the case. Clenched fist, fast heart rate, fixed stare. He feels some genuine rage towards me. I'm sorry you don't want to see me, but I'm afraid you'll just have to put up with me. For now. Luckily, I just got my medication. I'll be snoozing soon. All right, I'll just cut to the chase.
Habe ich noch mehr Katzensinne? Ja. Oder sind das nochmal dieselben? Is he lying? Or did his heart rate speed up out of rage? Das ist nochmal dasselbe. Ne, das muss ich nicht nochmal haben. Dann frage ich ihn, wer hat Dunn umgebracht? Ich glaube nicht, dass du es Who warst. killed Joe Dunn? What? Are you trying to confuse me? Joe hanged himself. Dunn was too short to hang himself with that rope. So, it's true? He was murdered. Und die I Tatwaffe know hat the dir murder gehört. weapon was yours. What? The rope? I don't get it. What weapon do you mean? Don't play with me, boy. The chest expander. An expander? I've never had one of those. Doch. All right. Let's just say that I believe you. The murderer killed Dunn with a chest expander and planted evidence to make us believe it was suicide. But he also left enough clues behind to make sure we found the true murder weapon. Then he put the chest expander box in your locker to frame you. Do you know anyone that twisted and who also happens to have a motive? I don't know. Wie wär's mit Desmond O'Leary? Desmond O'Leary certainly seems twisted enough. Did he have anything against Dunn? I'm not sure if they knew each other. At least not in person. About a month ago, Joe kicked one of O'Leary's men out of the gym. He was trying to give a business card to... Jake Ostiambi. Yeah, exactly. Did Jake tell you about that? Something like that. Jack aus Tiombe ist nicht durchtrieben genug für sowas. Glaube ich nicht, aber bleiben wir mal bei ihm. Maybe it was... What am I saying? Jake could never pull off something like that. Nothing. Never Ja. mind. Ja. Dann bleiben nur Sonja und an Frank Cassidy kann ich mich gerade gar nicht mehr so recht erinnern im Rahmen des Spiels. Fragen wir erstmal nach Sonja. What about Sonia Dunn? Sonia? I doubt it. She's odd, but she's his daughter. I've seen worse, believe me. Und was ist mit Frank Cassidy? What about Frank Cassidy? Do you think he has a motive? Maybe. A few weeks ago, Joe took me to a boxing managers association meeting. Headed by Cassidy. Yeah. He was obsessed with making it illegal for boxers to fight without a manager, or without an associated manager. Everyone seemed to go along with it until Joe spoke up. He said that would lower us to mob status, that Cassidy had founded the association just to make money by monopolizing the sport. That made others think twice. And Cassidy ended up empty-handed. Poor Cassidy. Blacksad, I think I owe you an, You know, my father disappeared when I was 6, right after winning a fight. We never heard from him again. Do you know what that does to a kid? Who knows where I'd be if Joe Dunn hadn't been in my life? Even when I lost my way and put a gun to his head years later, he still took me under his wing and managed to steer me in the right direction. And now that he's gone, you're risking your life to find his murderer. Thanks. I'm just doing... Und er schläft. Es spricht jetzt aber alles gegen Cassidy, ne? Was haben wir hier noch? Was liegt hier? The number of cigarette butts is inversely proportional to my hours of sleep. Ah, damn. Es wird Zeit, dass wir mal nach Hause kommen. Was kann ich hier noch tun? Wahrscheinlich hat sich seine Wut inzwischen gelegt. Und ich höre einen ruhigen Atem und ruhigen Puls. Okay, wird gar nicht mehr ausführlich gesagt, aber das klang ganz gesund und beruhigt. Das habe ich schon gehört.
Ich möchte wissen, was gibt es hier noch zu sehen. Is that eye movement normal? Er träumt. Rapid Eye Movement. Wo gucke ich jetzt hin? Auf seine hoffentlich entspannte Faust. The hands say a lot about what's going on inside a person. Das muss ich mir jetzt aber denken, dass das keine so geballte Faust mehr ist und nicht immer noch für Zorn. The hands say a lot about what's going on inside a person. Das sagt, ich glaube, es deutet hier nichts mehr auf Zorn hin. Ich solle die 3 Merkmale, die mir vorhin aufgefallen sind, nur noch mal abklappern und feststellen, dass er keine Wut gegen He mich mehr seems hegt. restless. Should I tell someone? Vielleicht dem Arzt. Was haben wir hier noch? Was ist das? Nicht, dass er uns hier abnippelt. See, there's no fever whatsoever. He must be having a nightmare. Are you sure? Wouldn't you have nightmares too after what he went through yesterday? I know I sure wouldn't sleep. I have nightmares myself, but those go way back. Oh, the poor thing. Do you know what my nightmare is? It's that witch I have to work with. Oh, good thing she's got trauma surgery at 12:30, but I wish it were a little sooner, you know? Anyway, thank you for letting me know, and for bringing him in. You don't know how excited I am to be involved in a criminal case. It might not be important, but I need to take a look at his medical report. Fieber ist auch komisch, da man Fieber misst bei einem Infarktpatienten. Something's wrong with him. I need to find out what. Ja, wo ist seine Krankenakte? Das ist da unten. Seine Schuhe. Ugh. Yales Schuhe riechen nach Leiche. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Und da ist aber noch ein Bildchen für mein Album. So, dann wollen wir doch erstmal Schlussfolgern, was das Zeug hält. Die Reh-Krankenschwester ist später im OP im Einsatz. Das ist schön zu wissen, aber Duns Mörder hat alles sorgfältig geplant. Yales Schuhe riechen nach Leiche. Das setzt mich in den Stand, einen Schluss zu ziehen. Gucken wir mal. Yales Schuhe riechen nach Leiche. Der Doktor empfiehlt, er soll sich ausruhen. Man soll ihn also allein lassen. Nee, passt nicht zusammen. Yales Schuhe riechen nach Leiche. Wessen Fußabdrücke sind im Boxclub? Ja, hallo, da möchte ich hin. So, passt das Profil der Schuhe? The footprints don't match. No. If Yale killed Dunn, he did it without stepping in the paint or in different shoes. So, Yales Sohn passt nicht zu den Fußabdrücken im Boxclub. Das war der Schluss, den ich ziehen konnte. Ich bin nach wie vor sehr im Zweifel oder glaube eher nicht, dass dieses gutherzige Geschöpf den armen Joe Dunn umgebracht haben soll. Kann ich mir nicht vorstellen. So, da ist noch ein Bildchen für mein Album. Something's wrong with him. Okay. I need to find out what. Ich sollte irgendwo seine Krankenakte finden. Was steht da? Gibt es einen Grund, dem Reptiliendoktor zu misstrauen? Hier im Krankenzimmer, glaube ich, finde ich nichts mehr. Vielleicht gibt es einen Weg ins Arztzimmer und dann liegt ganz zufällig der Krankenbericht auf dem Tisch. Ein Telefon gibt es auch. Und noch ein Bildchen. Wen kann ich denn hier anrufen? Gesetzt den Fall, ich wollte. Niemanden? Weekly oder Duns Gym? Möchte gerade niemanden anrufen. Ey, ich wollte niemanden anrufen. Toll. Ich
Ich weiß nicht, wen habe ich denn jetzt? Mit B kommt man normalerweise aus solchen Spielen immer zurück, aber hier in solchen Spielen eben noch doch nicht. Hallo Jake. Jake, it's Blacksad. I just wanted to... I have work to do, John. Call you later. Ronald, get on that ring! So, mit Jake aus Diombe gibt es nichts zu besprechen. Ich möchte jetzt niemanden anrufen, X. So, schon gar nicht Weekly. Ich wollte eigentlich noch diese wunderbare Zigarettenwerbung mir angucken mit der rauchenden Krankenschwester. You're ready to blow. Satisfies. Red Apple. Damit kannst du auch deinen Infarktpatienten im Krankenzimmer vollqualmen. Und er freut sich noch. Hilft ihm wieder auf die Beine. So, ist hier irgendwo das Arztzimmer. Hier ist Schwesternzimmer. Hier kann ich aber viel angucken. Auch hier wird geraucht. Name Robert Yale. Medical Report. Den würde ich mir ja gerne angucken. Ich glaube, ich muss die Schwester erstmal irgendwie ablenken. Hi. You're awake, handsome? Ich glaube, erstmal werden wir hier studieren, wie wir sie vielleicht von der Akte wegbekommen. Es gibt 4 Dinge zu sehen. An ihr. Und am Raum. Was ist da hinten? Dienstplan oder sowas. Zigaretten 25 Cent. Ich könnte sie um etwas zu rauchen bitten, dann würde sie wahrscheinlich da hinten hingehen und es mir holen. Und ich könnte einen Blick in die Patientenakte werfen. Vorher studiere ich aber noch, was es hier noch zu sehen gibt. Was ist das? Notruf oder so? Ein Notruftelefon. Wäre noch besser, wenn ich irgendwo einen Notruf auslösen könnte. Dann wäre sie länger weg. Was gibt's hier? Der Dienstplan. Dr. Talbot operiert heute ab 12:30 Uhr. Dr. Talbot haben wir noch nicht kennengelernt, glaube ich. Wir nur Dr. Palmer, das Reptil. Wer ist Dr. Talbot? Es gibt noch ein Ding irgendwo zu sehen. An der Schwester vielleicht. Ihr Namensschild. Schwester Rena. Ich frage nach einer Schachtel Morleys, bitte. I'll take a pack of Morleys, please. Ach so, das verkaufen die da ganz offiziell. Gehört zu den Pflichten der Oh, toll. Sie geht leider nicht selbst. Sie schickt die Kollegin. Wenn ich sie direkt danach Yale's medical frage. report is right there. Mind if I take a look? Das wird sie nicht erlauben. Keine gute Idee. No, I don't think so, handsome. Erst mit einem Date. Ich probiere es mal. What if you show me Yale's report and I buy you dinner? You're handsome, all right, but I'm not stupid. I Das won't be war able to nichts. read Yale's medical report if she's around. Ja. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Dann gucken wir doch mal. Was kann ich denn Schönes erschließen? Die Krankenschwester ist später im OP im Einsatz. Dr. Talbot operiert heute ab 12:30 Uhr. Die beiden operieren also zusammen. Das ist der Schluss, den ich daraus ziehen kann. It seems like the Doe nurse will be assisting Dr. Talbot during his 12:30 surgery. In 4 hours.
Could I get them to operate any sooner? Ich könnte einen Notfall irgendwo auslösen, sodass sofort operiert werden muss. Und dann habe ich hier freie Bahn. Und wie das vielleicht geht, werden wir herausfinden in unserer nächsten kleinen Session hier, in unserem Playthrough. Hier sind wir durch unsere halbe Stunde fürs Erste wieder durch und ich sage Dankeschön und bis demnächst. Ciao, ciao.